Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich habe mal einen Outpainting-Workflow gebaut, weil ich ja jetzt gerade nicht, aber normalerweise einen Widescreen-Monitor habe und ich dachte mir, wie kann man denn da mal am besten vielleicht so schöne Widescreen-Wallpapers machen? Und da habe ich mal ein bisschen mit rumexperimentiert und das Besondere hier an diesem Workflow ist, dass es nicht einfach ein Padding für Outpainting ist. Nein, ich habe da ein bisschen mit Masken rumgespielt, weil ich auch eine gewisse Hintergrundebene haben wollte, auf der das Outpainting dann stattfinden kann, damit man ganz einfach ein niedrigeres Denoise als im normalen Inpainting, ne? Inpainting ist ja ein Outpainting, nur dass der Bereich außerhalb des Bildes liegt, also mit niedrigerem Denoise machen kann jetzt, und das möchte ich euch in diesem Video mal zeigen. Und aufgeteilt habe ich den Workflow in verschiedene Sektionen. Die werden wir jetzt mal durchgehen und ich werde ein bisschen was dazu erklären. Ganz am Anfang haben wir hier unsere Basissektion, die ist für die Generierung des Base Images, wie es auch hier oben steht, gedacht. Und ich starte das mal. Ich nehme hier schon mal einen anderen Seed. So, da geht's auch los. Ich muss jetzt noch kurz warten, bis das Model geladen ist. Wir gucken uns das mal an. Ja, da können wir mal gucken, ob wir da was draus machen können. So, zur Generierung des Base Images. Ganz simples Setup hier an der Stelle. Der Prompt ist auch nichts Besonderes gerade. Ne, könnt ihr hier sehen. Hier unten habe ich noch einen Clip-Skip eingebaut, falls nötig, ne, für das Model. In dem Fall jetzt gerade nicht. Ich bin hier mit Epic Realism unterwegs, auch später mit dem Inpainting-Model Epic Realism, da kommen wir aber gleich zu. Das hier ist so gesehen die Basisgenerierung des Bildes. Hier unten habe ich erstmal diese Node ausgeschaltet, damit wir noch nicht in den Masking-Bereich gehen. Hier ist ein Connector, da kommen wir auch später noch zu. Wir gucken uns trotzdem mal die nächsten Schritte an. Wenn wir jetzt ein Basisbild generiert haben, was uns gefällt, können wir diese Node hier einmal einschalten mit Steuerung M. Und einen Moment. So, Entschuldigung. Jetzt müsste es wieder funktionieren. Ach, jetzt haben wir es in der Mitte. Ja, gut. Ich stelle es jetzt mal nicht um, ich lasse es mal in der Mitte. Das ist noch, wie gesagt, mein Widescreen ist derzeit in der Reparatur und ich bin wieder auf einem normalen 16:9er unterwegs hier. Wir lassen es mal so. Es wird gehen für dieses Video. Okay, und hier ins Masking rein. Ich starte das Ganze mal. Dann sehen wir schon hier oben, dass sich was getan hat, aber dazu gleich mehr. Was ich hier im Masking nämlich gemacht habe, ist, um später das Bild, um ein bisschen mehr Variation reinzukriegen, habe ich hier erstmal einen Image Flip. Das macht gleich auch noch mehr Sinn. Also wir drehen das Bild einmal auf der X-Achse, wir spiegeln es von links nach rechts. Und was ich hier mache ist, ich berechne mir die Masken, die wir hier hinten sehen, einmal komplett vor. Und zwar mache ich das, indem ich einmal hier uns natürlich aus unserem generierten Bild die Größen hole. Auf die Weite addiere ich nochmal 512, was ja für Stable Diffusion 1.5 so der trainierte Bereich ist. Bei SDXL könntet ihr auch höher gehen, aber ich bin hier mit 512 unterwegs. Packe das in das Image Resize hier rein, das heißt, wir strecken das Bild auf die Höhe von 512 und auf die Breite von 512 plus 512, also 1024 jetzt. Das heißt, wir haben das Bild in die Breite gezogen. Das Ganze wird benutzt, um hier ein paar Masken zu bauen. Einmal eine einfache Solid Mask mit einem weißen Hintergrund. Das wird der Anteil hier hinten. Ne, wir erstellen uns eine weiße Maske, die die Gesamtbreite unseres Outpaintings später ergeben soll. Und wir müssen noch gleichzeitig eine schwarze Maske, das passiert hier, erstellen, die den mittleren Bereich markieren soll. Und zwar den Bereich, den wir natürlich nicht anfassen wollen beim Outpainting. Sozusagen unsere Mitte des Bildes. Um die Mitte zu ermitteln, erst einmal mache ich nehme mir die Weite, ne, A ist an der Stelle die Weite, und ziehe 15% der Gesamtweite unseres Ursprungsbildes, also nicht des erweiterten Bildes, sondern des Ursprungsbildes, davon ziehe ich 15% ab. Warum, komme ich gleich noch zu. Also wir haben unsere Breite minus 15% und mit dieser
Node hier ermittle ich einmal die Mitte unseres verbreiterten Bildes. Ne? Das dient dazu, dass wir dann hier an der Stelle beide Masken kombinieren können. Das heißt, wir setzen einmal die weiße als Grundlage und in die Mitte setzen wir unsere schwarze Maske, die 15% schmaler ist als unser Originalbild. Danach gehen wir in einen Mask Blur, um einfach die Ränder ein bisschen zu verwischen. Hier musste ich nochmal auf ein Mask to Image zurückgreifen, weil ich hier hinter diese Sinuskurve erstelle. Und zwar wollte ich damit einfach verhindern, dass wir scharfe Kanten im Outpainting-Bereich haben. Damit das Bild am Ende ein bisschen flüssiger wirkt, habe ich hier so einen leichten, abgerundeten Effekt erzielt. Ne? Wir kennen das vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel Bäume links und rechts wären oder so. Wenn man dann ein Bild breit outpaintet, dann sieht man in der Mitte teilweise noch sehr stark, vor allem wenn man rauszoomt, dass das Hauptmotiv so in der Mitte gelegen hat, weil dann so Bäume oder sowas wirklich sehr stark links und rechts abschneiden. Das wollte ich damit ein bisschen umgehen. Danach wandeln wir das Bild wieder in eine Maske um. Natürlich hätten wir hier vorne auch mit Mask Image Composites arbeiten können, aber ich habe es jetzt mal so gemacht. So, hier geht es dann später weiter. Wir gucken aber erstmal unten. Genau. So sieht unsere Maske dann aus, die wir generiert haben. Die brauchen wir später im weiteren Verlauf fürs Outpainting. Aber wir können zur nächsten Sektion hier unten kommen. Und zwar ist das so eine Art Background-Noise Generation. Also es ist nicht wirklich Noise, ich nenne es jetzt einfach nur so. Es ist eine Hintergrunderstellung. Und da habe ich 3 verschiedene Varianten zur Auswahl. Einmal die Pixelate-Variante, die sehen wir hier. Dann gibt es die Seam Carving-Variante, wo berechnet wird, wie die Pixel sich verhalten, wenn man es in die Breite zieht. Und ich habe eine simple Noise-Variante zur Auswahl, um einfach ein Rauschen zu erzeugen. So, und warum machen wir das Ganze? Weil wir dann hier oben hingehen. Und das ist der Outpainting-Bereich. Ich habe übrigens hier unten in die ganzen Bereiche die Konnektoren gemacht. Ne? Grün ist immer Positive Prompt, Rot ist Negative Prompt, ohne Farbe ist die VAE und dieses Purple ist das Model, was wir da reinschicken können. Das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher und wir haben nicht die ganzen Nudeln hier kreuz und quer über den Tisch liegen. Das räumt das Ganze schon ein bisschen auf. Auf jeden Fall hier oben haben wir den Outpainting-Bereich. Und den habe ich genannt Apply Mask und den Second Pass. Second Pass einfach deswegen, weil hier hinter noch dieser Second Pass selber ist, um eventuelle Ränder noch ein bisschen glatt ziehen zu können. Aber wir sehen schon hier unten, wir standen ja im, ich sag mal weiter, Hintergrunderstellungsbereich. Da standen wir auf Pixelate. Jetzt sehen wir, was wir dabei rausgekriegt haben. Ja, wir legen hier das Bild also unser generiertes Bild über unseren erstellten Hintergrund, beziehungsweise das ist ja das Bild einmal breiter gezogen und dann in dem Fall pixeliert. Das legen wir dann nochmal drüber und das soll als Grundlage dafür dienen, dass hier die InPaint Model Conditioning Node, wir erinnern uns, ich habe über die InPaint Models auch ein Video gemacht, damit können wir hier im ersten Sampler unser Denoise etwas verringern. Und das führt dann dazu, dass dieser Sampler die Hintergrundinformationen, die wir hier ihm mitgeben, auch bereits fürs Outpainting benutzt. Und da kommt dann auch schon diese Flip Image Node von hier unten ins Spiel, wo ich gesagt habe, da kommen wir noch zu, da kommen wir jetzt zu, weil bei der Generierung dieses Hintergrundes hier dachte ich mir, es wäre ja ganz cool, wenn wir pro Iteration das Bild einmal flippen können und somit dann beim nächsten Mal die Informationen, die wir vorher rechts im Bild hatten, links hatten und bei der nächsten Generation dann wieder und immer so ein bisschen flippen. Das dient dazu, ein bisschen mehr Variation in das Ganze reinzukriegen, also in das Ergebnis. So, ansonsten habe ich hier oben noch einen IP-Adapter eingebaut, der sich an unserem Originalbild orientiert. Ne, das kommt hier aus dem Flip-Image, geht hier oben in unseren IP-Adapter rein
und unterstützt das Model dann nochmal ja, in der Orientierung, was es denn machen soll. Ist es nicht so hoch vom Weight her, es soll nur so ein bisschen Unterstützung sein, dafür aber Channel Penalty und Noise, damit wir ein bisschen mehr Details bekommen. Und hier habe ich für mich jetzt ein Repeat Latent Batch, damit ich 2 Variationen kriege. Je nach Hardware könnt ihr das natürlich auch hochdrehen und 4 oder sogar mehr Generationen erzeugen wollen. Sei nur schon gewarnt, je mehr Outpainting wir machen, umso langsamer wird der Prozess. Vielleicht fällt mir da auch nochmal irgendwie was ein. Ich habe noch was im Kopf, ob man nicht vielleicht die Bilder separat outpainten kann und dann später wieder zusammensetzen. Mal schauen, für die Zukunft vielleicht. Aber für jetzt ist es so, wie es ist. So, hier lade ich das In-Painting-Model. Wenn ihr für ein Model kein In-Painting-Model habt, also wie für das Epic Realism, jetzt gibt es ein In-Painting-Model, falls das nicht der Fall ist, schaut mal gerne in mein In-Painting-Models Video rein, also In-Painting mit jedem Model. Das Konstrukt könnt ihr hier theoretisch auch davor setzen und dann habt ihr die Möglichkeit, auch ein In-Painting-Model mit nahezu jedem Model zu generieren. Aber für Epic Realism haben wir eins und das ist dann auch gut zu gebrauchen. So, weiter hier auf der rechten Seite haben wir 2 Preview-Images. Das erste Preview-Image kommt aus dem ersten Sampler, das zweite Preview-Image kommt in Anführungsstrichen aus dem zweiten Sampler. Da ist noch was dazwischen geschaltet. Und zwar habe ich das deswegen gemacht, weil ich habe ja gerade gesagt, es kann immer ein bisschen länger dauern, bis dann die Sampler durchgehen. Damit man hier schon die Möglichkeit hat, mit den Repeat Latents oder Repeat Latent Batch schon mal sich grob zu entscheiden, welches Bild man später haben wollen würde. Ich würde jetzt hier zum Beispiel zum zweiten tendieren. Es ist halt irgendwie diese Hütte. Ist hier ein bisschen sauberer, es sieht schöner aus zum zweiten. Da braucht man nicht unbedingt schon warten, bis der zweite Sampler hier durch ist, sondern man kann sich hier oben schon entscheiden. Und wenn der zweite Sampler dann zurückkommt, kann man sagen, okay, ich möchte jetzt dieses Bild haben. Der zweite Sampler hat auch ein bisschen bessere Qualität, weil es ist ein Second Pass. Und zusätzlich mache ich hier hinter noch ein Image Composite Mask. Das bedeutet, mit der Maske, die wir hier unten erstellt haben, die drehen wir um, weil wir wollen den weißen Bereich haben, also beziehungsweise den hier schwarzen, der dann weiß ist. Und dadurch setzen wir das ursprüngliche Bild, was wir aus dem ersten Sampler bekommen haben, setzen wir, oder ja, aus dem ersten Bereich ist es nicht unbedingt der erste Sampler, kommen wir gleich in der zweiten Iteration zu. Das setzen wir hier in der Mitte wieder ein, anhand der Maske und behalten nur den Bereich, den wir außenrum geoutpainted haben. Hier unten kommt dann später das Upscaling, das machen wir gleich. Das habe ich derzeit deaktiviert. Wir werden jetzt mal in die zweite Iteration gehen. Ich habe gesagt, hier das zweite Bild gefällt mir ganz gut. Ne, das war das erste, das ist das zweite. Hier sage ich jetzt einfach Copy Image und scroll ganz nach links. Und hier haben wir eine Load Image Node. Da drücke ich STRG V und da haben wir unser Bild. Und jetzt müssen wir einfach nur, hier ist ein Konnektor, wir müssen jetzt hier rüber gehen und diesen Konnektor verbinden. Und ab jetzt wird in diesen ganzen Outpainting-Workflow im Hintergrund unser Bild geschickt. Und ich kann jetzt zum Beispiel einmal hingehen und hier unten unsere Art der Hintergrundbildgenerierung ändern, indem ich hier einfach sage Set Group Nodes to Never und wir nehmen zum Beispiel mal Scene Carving. Da sage ich Set Node Group to Always und wir müssen hier einmal das hier unten in diesen Style Connector verbinden und das können wir jetzt mal laufen lassen. Ich sage wieder Q Prompt. Unsere Maske wurde wieder erstellt. Scene Carving ist übrigens die langsamste Variante. Nicht wundern, das dauert immer ein bisschen, bis er die berechnet hat. Ich habe aber auch beim Testen bemerkt, dass es ganz gut ist oder ganz gut sein kann, wenn man zwischen den Varianten immer mal ein bisschen hin und her switcht, vor allem wenn man so den letzten Durchlauf machen möchte und sich denkt, okay, das Bild ist breit genug, dann ist diese Noise-Variante jetzt ziemlich gut, weil die eine Grundlage für sehr viele Details eigentlich bildet und das ist nochmal ganz schön zum Abschluss des Bilds an den linken und rechten Kanten, da mehr Details zu haben. So, inzwischen ist unser Scene Carving auch rausgekommen. Wir sehen, das ist anders als Pixelated. Wir sehen auch, dass wir hier vorne die Hütte auf der linken Seite hatten
Ne, durch unser Image Flip ist sie jetzt auf die rechte Seite gegangen. Und wenn wir jetzt mal hochscrollen, dann sehen wir hier an der Stelle schon ganz grob, dass wir ihm hier dadurch auf der rechten Seite auch ein bisschen die Möglichkeit geben, eventuell uns eine Hütte zu kredenzen. Wir gucken mal, was uns das Sampling ausgespuckt hat. Wir können jetzt direkt hier im zweiten Output gucken. Und wir haben tatsächlich auf der rechten Seite auch eine Hütte bekommen. Jetzt gucken wir mal, was uns am besten gefällt hier. Moment, habe ich die Node verschoben. Was gefällt mir denn am besten? Beides schön. Ich finde das hier ein bisschen schöner mit diesem Baumhaus. Also sagen wir hier wieder Copy Image. Gehen rüber. Packen das hier wieder rein. Ich mache jetzt einmal nochmal die letzte Background-Generierung hier an. Sage hier Set Group Nodes to Never. Sage hier to Always. Und hier müssen wir auch aus der vor dem Preview Image Node einmal mit dem Styles Connector verbinden und dann können wir das auch noch einmal durchjagen. Wir gucken mal, was er macht. Er ist jetzt unten hier in der Generate Noise. Da haben wir einfach nur ein Rauschen erhalten. Wir können schon hier oben direkt wieder gucken, wie das Ganze hier aussieht. Und zwar so. Und unser Sampler geht los und samplet fleißig vor sich hin. Durch das Image Flip haben wir jetzt auch wieder diese Hütte nach dort erhalten. Das heißt, wir kriegen hier auch wieder eine Hütte. So, während der zweite Sampler läuft, können wir uns schon mal die Ergebnisse des ersten angucken. Ja, das sieht ganz nett aus. Das zweite ist tatsächlich ein bisschen schöner. Hier gefällt mir der Baum nicht, der durch das Dach da kommt. So, wenn einem beide Ergebnisse oder je nachdem, wie viel ihr hier im Repeat Latent Batch eingegeben habt, die Ergebnisse nicht gefallen, setzt den Sampler hier auf einen anderen Seed und die Sache läuft dann anders ab. Jetzt habt ihr vielleicht schon gesehen, dass es hier ein paar Nodes gibt, die disabled sind. Und zwar die hier. Was ich hier zwischengesetzt habe, ist, die könnt ihr nach Bedarf aktivieren. Die sind auf Bypass gestellt, das erkennt ihr an diesem pinken Ton und an der Transparenz. Mit Steuerung B könnt ihr die ein- und ausschalten, das ist für Bypass. Und zwar könnt ihr hier zum Beispiel nochmal sagen, okay, ich möchte jetzt ein bisschen den Ton des Bildes anpassen. Es kann natürlich sein, ne, dass ihr hier vorne hingeht und den Prompt ein bisschen anpasst, weil der Prompt bedient auch das Outpainting an der Stelle und ihr möchtet irgendwie so einen Übergang in den Bildern haben. Das funktioniert auch nicht immer, weil wir sind ja hier doch mit einer hohen Denoise unterwegs, ne, und das soll eigentlich nur ein bisschen orientieren, aber so ein bisschen funktioniert das schon, weil was ihr hier machen könnt, ist mit dem Color Ton könnt ihr zum Beispiel die Farbe generell ändern. Wir bleiben mal ein bisschen auf Sepia hier. Dann sehen wir hier schon, unsere Noise hat sich geändert in Sepia und das Ganze wird auch hier oben hin übertragen. Hier, so. Und es kann manchmal ein bisschen dabei helfen, wenn man den Prompt anpasst und zum Beispiel jetzt einen Übergang irgendwie von Wiese zu Wüste oder so, dass man dann nicht dass die grüne Noise, die ja die Wiese erzeugt, nehmen möchte, sondern dann eher was Beiges, um dann in eine Wüste umzuwechseln oder so. Ne, müsst ihr ein bisschen mit rumprobieren. Manchmal funktioniert es ganz gut, manchmal nicht. Das ist aber die Option, die ich hier unten eingebaut habe. Parallel dazu haben wir hier noch ein Color Correct. Wir könnten auch jetzt nämlich sagen, ich habe jetzt mal hier die Brightness auf -50. Das heißt, wir nehmen unsere Noise und machen die aber dunkler. Ne, das hier unten ist die Original-Noise. Jetzt sehen wir, die ist hier wesentlich dunkler geworden. Auch die dient dann zur Grundlage. Und das soll dem Sampler dann ein bisschen dabei helfen, dunklere Bereiche zu erzeugen. Ihr könnt auch mit der Denoise hier ein bisschen noch runtergehen, um euch mehr dran zu halten, aber irgendwann werdet ihr diesen Turn dann sehen, dass das Bild ja zu stark sich dann doch an der Noise orientiert. Ne? Deswegen, wir brauchen schon eine hohe Denoise, aber im Vergleich zum normalen Outpainting haben wir dann hier mit dieser Note die Möglichkeit, die Denoise etwas zu verringern. Ich gucke mal eben hier im Output. Ich glaube, auf der linken Seite hat er tatsächlich das so ein bisschen erkannt. Wir sehen in dem Bild hier, dass wir jetzt hier so ein, ist es Felsen, ist es Baum? Ich würde sagen, dass sich hier so anschließt, ist es
Der Felsen könnte auch dahinter sehen. Aber wir haben hier schon etwas dunkleren Touch in der Ecke. Und auch hier sehen wir es im zweiten Bild auch ziemlich gut, dass wir hier auch so eine Felsformation haben, die sich über dieses Gebäude beugt und hier auch mehr Felsen gekriegt haben. Das liegt daran, dass wir hier unten mit dieser dunkleren Noise unterwegs sind. Gut, ich lasse es mal so, wie es ist, weil dann können wir ins Upscaling gehen. Das werde ich schneiden müssen. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Ich gucke mal eben, ob ich hier noch was vergessen habe. Nee. Wenn ihr den Prompt ändert, natürlich rendert der Sampler dann auch nochmal. Ne? Den könnt ihr dann auf Mute stellen mit Steuerung M oder auch so lassen. Mich stört es dann nicht, weil das Bild ist in 2 Sekunden oder so durchgelaufen. Aber ne, wenn ihr hier den Prompt ändert, ändert ihr natürlich auch das Bild dieses Samplers. Aber wenn ihr in den nächsten Iterationen nach der Load Image Node hier seid, dann beeinflusst das Prompting hauptsächlich hier das In-Painting. Gut, ich schaue nochmal hier, bevor wir ins Upscaling gehen, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein, ansonsten haut's mir gerne in die Kommentare und fragt. Ne, wir können weitermachen. So, zum Upscaling hin habe ich diese Node hier deaktiviert. Die aktiviere ich mal mit Steuerung M. Und wir sind ja hier mit mehreren Latents im Batch unterwegs. Deswegen müsst ihr euch hier unten entscheiden, im Batch-Index, welches Bild ihr haben wollt. Also Batch-Index und die Länge ergeben dann zusammen die Kombination des Bildes oder der Bilder, die ihr haben möchtet und den Upscaling-Prozess jagen möchtet. Ich gehe mit einem Bild hier rein, das heißt, ich brauche eine Länge von 1, weil ich nur ein Bild haben will. Und hier oben habe ich mich ich gucke nochmal, ich habe mich für Bild 2 entschieden, weil ich finde, für die Render ist dieser Abschluss mit diesen beiden Felsen links und rechts ganz cool. Das heißt, das ist 0 basiert. Wert 0 wäre hier an der Stelle Bild 1, also ist Wert 1 Bild 2. Und jetzt können wir das Ganze ins Outpainting schicken. So, der wird jetzt ganz schön rödeln an der Stelle, weil da hat auch meine Grafikkarte ein bisschen zu schwitzen. Es funktioniert. Ich habe hier schon überall die VAE-Decode und VAE-Encode teilt verwendet. Hier zum Model Upscaling. Das funktioniert ganz gut. So, während der hier läuft, ich gehe jetzt gerade mit einem normalen Model Upscaling rein. Das heißt, das Model kriegen wir hier unten durch diese Pipe von hier vorne durchgeschliffen. Natürlich nicht das In-Painting-Model mehr, sondern unser original ausgewähltes Model. Das kommt hier unten rein und geht dann durch diese Nodes. Diese beiden Nodes hier sind auf Bypass. Das heißt, der Sampler kriegt das Model jetzt so, wie es ist, zum Upscalen. Das ist auch gut so. Was ihr hier noch machen könnt, ist, ihr könnt noch diesen IP-Adapter hier einschalten. Das ist der IP-Adapter Masked Tiles. Der ist experimental. Ich hoffe, ja, er wird nicht rausgenommen. Ansonsten müsste man das Model direkt hierhin wieder verbinden. Matteo ist sich da, glaube ich, noch unsicher. Aber der arbeitet intern auch mit Maskierungen, um das ganze Bild in kleine Häppchen aufzuteilen und dann pro Häppchen zu sagen, was passiert in diesem Häppchen und versucht es dann so zu übertragen, dass es möglichst konsistent und gleich bleibt. Funktioniert ziemlich gut. Habe ich mal zum Testen hier eingebaut und drin gelassen, weil wir können ja ganz bequem hier mit Bypass das Model hier durchschleifen. Alternativ habe ich hier noch ein ControlNet eingebaut und zwar ist es auch hier ein ControlNet-Teil. Das könnt ihr auch zum Upscalen verwenden, falls sich hier irgendwie das Bild doch für euren Geschmack zu stark ändert oder so. Ist nicht nötig, aber ist hier drin, könnt ihr mit Steuerung B an- und ausknipsen und dann ist die Sache geritzt. So, und jetzt habe ich schön lange gelabert, der Sampler ist durch, wir gucken uns das Bild mal an und da haben wir es schon. Und wir haben ein ziemlich schön breites Bild. Der Fokus ist ein bisschen, ja, es sieht ein bisschen out of focus aus hier unten, das ist Prompting-Sache. Aber was wichtig ist, man sieht hier eigentlich keine Übergänge so wirklich. Ich sehe jetzt keine Hardcuts. Ich glaube, dieser, ja, bisschen Flächeneffekt kommt von der Blurriness im Hintergrund, weil das Rendering hat jetzt gerade hier vorne drauf irgendwie den Fokus gelegt.
Und vom Upscaling-Model, da könnt ihr auch ein anderes verwenden natürlich. Das, was euch am besten gefällt. Ich gucke hier nebenbei immer noch mal, ob man hier harte Kanten sieht. Hier oben vielleicht. Aber vom Grundprinzip her finde ich das schon ziemlich cool. Nice geworden. Das ist natürlich nur von der Höhe jetzt 1024, ne? 1440 will ich auch mal demnächst ausprobieren, aber zum Demonstrieren der Technik soll es so reichen. Genau. Und wenn ihr dann einmal ein Bild generiert habt, was euch gefällt, schaltet diese Nodes hier wieder stumm. Diese hier und irgendeine, die in diesen Masking-Bereich geht. Hängt hier hinten einfach euren Sampler wieder um und wir können den Prompt einmal ändern. Wir sagen jetzt mal Enchanted Mushroom Forest. Gucken mal, was der Sampler uns da kredenzt. Ja, nee, da ist der Pilz innen drin ein bisschen zu forestig. Gucken wir mal, wie es mit dem Bild aussieht. Ich mache hier wieder das Image Flip an, damit wir es in die Maskierung schicken. Wir nehmen jetzt aber an der Stelle hier nicht Noise, sondern ich gehe mal mit Pixelate wieder rein. Seam Carving habe ich schon gesagt, ne? Es braucht am längsten, liefert aber auch sehr gute Ergebnisse. Könnt ihr switchen und umprobieren und ne, je nach Iteration auch hin und her switchen, macht eigentlich die besten Ergebnisse, weil man dadurch auch ein bisschen Variation ins Bild reinkriegt. So, wir rattern einmal los. Pixelate ist rasend schnell. Gucken uns das Bild mal hier oben an. Wir kriegen hier wieder Hintergrundinformationen über die Pilze. So, und wir kriegen ein schönes Outpainting. Wir gucken uns mal schon mal. Ah ne, er ist auch fertig. Dann können wir uns hier mal angucken. Haben wir hier scharfe Cuts. Hier ist ein bisschen überblendet. Hier ist schön Variation drin. Ich nehme das Bild wieder mit rüber. Paste das hier unten rein. Hänge den Konnektor um. Und lasse es wieder laufen. Und hier haben wir schon unser Ergebnis. Die Sampler rattern wieder los. Und so könnt ihr das eigentlich so oft machen, wie ihr wollt und wie eure Hardware das hergibt. Und ja, ich glaube, ich habe Bilder über 5000 Pixel in der Breite auf jeden Fall schon gemacht. War hier gar kein Problem. Na, hier ist dann, ja, hier ist so ein bisschen abgeschnitten. An der Stelle würde ich dann sagen, wir probieren einen neuen Seed oder ihr wechselt unten einmal die Noise-Variante. Ihr habt also sehr viel Einflussmöglichkeit. Eine Sache noch zum IP-Adapter hier oben. Der steht derzeit auf Center. Das sieht man hier. Das heißt, er nimmt sich aus dem Bild, was wir hier unten bekommen, was ja jetzt unser verbreitetes Bild ist, immer den Mittelbereich. Was ihr auch hier oben noch steuern könnt, ist, ihr könnt diesen Sampler umstellen, dieses Prepare Image for Clip Vision, und zwar so, welchen Bereich er aus dem Bild nehmen soll. Wenn ihr jetzt nämlich zum Beispiel in der Mitte irgendwie eine Wiese oder sowas generiert habt und ihr ändert den Prompt irgendwann, da sollen Häuser zukommen, ne? Wunderschöne Landschaften in Alpen oder sowas mit Wiese, Bergen, Bäumen, Häusern und am Rand kommen dann so langsam die Häuser. Dann könnt ihr dem IP-Adapter hier auch sagen, er soll sich mehr auf die Ränder des Bildes konzentrieren, indem ihr hier sagt Left oder Right. Das ist auch noch eine Variation, wo ihr in diesen ganzen Prozess eingreifen könnt und der IP-Adapter gibt es dann halt an den Outpainting-Sampler weiter und versucht dann ein bisschen zu beschreiben und zu interpretieren, was dann also entweder in der Mitte des Bildes passiert, was links im Bild passiert, was rechts im Bild passiert. Solche Geschichten könnt ihr ihm auch mitgeben. Ja, wir gucken mal eben, ob sich das Ändern des Seeds was verbessert hat. Die Kante ist auf jeden Fall schöner geworden. Hier oben wächst ein Pilz aus dem Pilz. Kann sein, hier auch. Bild 2 ist, okay, hier ist ein bisschen überlappend wieder. Dann würde ich, wenn es 2 Seeds nicht getan haben, würde ich hier unten einmal die Technik vielleicht ändern. Und gucken, was dann passiert. Ja, und wenn ihr dann hier wieder fertig seid, die Node im Upscaling wieder anschalten,
warten und dann habt ihr ein schön breites Bild. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Workflow zu bauen und damit rumzuspielen. 1440p Bilder werde ich auch mal testen, spätestens dann, wenn ich meinen Widescreen wieder habe, meinen 32:9 Monitor. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß damit. Probiert ein bisschen rum, schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare, sprecht mich auf dem Discord an oder ja, schickt Verbesserungsvorschläge. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Experimentieren und beim Rumspielen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss!